Münzen werden in Museen meistens wenig beachtet, Münzausstellungen vergleichsweise wenig besucht. Die Gegenstände sind klein und man muss komplizierte Geschichte erzählen. Ich selbst habe auch noch kein Rezept gefunden, wie man Münzen wirklich toll und spannend ausstellt. Daran werden wir vielleicht in Zukunft noch arbeiten. Münzen sind aber unglaublich faszinierende Geschichtenerzähler. Sie verdinglichen welthistorische Vorgänge. Und ein Beispiel haben wir hier bei diesen römischen Münzen, die bei uns in Mitteldeutschland gefunden wurden. Hier hinter mir sind nicht nur römische Silberdenare, sondern auch eine Wahnplombe, die aber aussieht wie eine Münze, sowie eine nachgemachte germanische Münze. Und was hat es nun damit auf sich? Wir glauben, dass das Ganze mit römischen Feldzügen ins Innerste Germaniens zu tun hat. Nachdem Rom sich wirklich konsolidiert hatte unter der Herrschaft des Augustus, nachdem man von einer republikanischen Verfassung letztlich in ein Kaiserreich geschlittert war, das nur wenige wollten, das sich aber eben so ergeben hat in den Kämpfen des Triumvirats. Nachdem nun Rom also gefestigt war, unternahm Augustus die Eroberung der Alpen, 15 vor Christus, aber vor allem auch die Konsolidierung des gallischen Bereiches. Und es blieb immer noch das riesige Germanien, das freie Germanien. Und hier wollte man zum einen sicherlich auch eine weitere Provinz erobern, aber sich auch die Germanen als gefährliche Gegner vom Leibe halten. Rom geht in den Westen Deutschlands mit einem großen Legionslager bei Val-Girmes bei Frankfurt, und von Mainz aus und von den Lagern am Rhein stoßen sie immer wieder nach Germanien vor. Schwierig ist aber sozusagen die Besetzung oder die Eroberung des innersten Germaniens. Dort bekommt man natürlich große logistische Probleme, während man im Westen die Flüsse, die ja dort von Ost nach West verlaufen, als logistische Wasserstraße, als Autobahnen gleichsam in das zu erobernde Gebiet nutzen kann, ist es im Osten und in der Mitte Deutschlands schwierig. Man muss die Mittelgebirgsschwelle überwinden und man braucht aber natürlich riesige Mengen an logistischen notwendigen Produkten. Und das löst man mit einer verbundenen Flottenoperation. Das heißt also, man fährt mit der Flotte die Elbe aufwärts, von der Nordsee kommend, und gleichzeitig stößt man in einer Zangenbewegung über Thüringen entlang des Harzes, südlich und nördlich entlang des Harzes, tief nach Mitteldeutschland an die Elbe vor, um sich mit der Flotte zu vereinigen. 3 dieser Flottenexpeditionen scheitern, andere funktionieren, und wenn wir nun auf die bedeutendsten Feldzüge blicken, so haben wir den berühmten Feldzug des Drusus, ein Kaisersohn, der wahrscheinlich selbst Kaiser geworden wäre. Der berühmte Bruder Tiberius wurde ja dann Kaiser, nachdem Drusus infolge dieses Germanenfeldzugs gestorben ist. Und er fällt vom Pferd und bricht sich den Oberschenkel. Und Drusus hinterlässt nun mit seinen Truppen Münzen, genauso wie sein Nachfolger Ahenobarbus 3 vor Christus und genauso wie später Tiberius und andere. Und diese Münzen sieht man sozusagen gleichsam wie eine Spur, wie bei Hänsel und Gretel, wenn die Brotkrumen verlieren. Und zwar interessanterweise häufig auch in Tagesmärschen von etwa 20 Kilometer Abstand. Wenn man also die Münzen kartiert hat, sieht man 3 Vorstöße nördlich und südlich des Harzes in praktisch idealer Lage, wo man sich heute noch bewegen würde. Wenn wir uns nun die Funde genauer betrachten, so sehen wir besonders spannend diese Wahnplombe des Racinius, ein Mann, der so um die Zeit der Zeitenwende, als um die Zeit von Christi Geburt, so ab 10 vor Christus, in großer Zahl Terra Sigillata oder Aretina herstellte, von der wir ganz, ganz wenig gefunden haben. Und diese Wahnplombe befand sich bei Altenzaun. Altenzaun wäre sozusagen der ideale Hafen, wenn man die Elbe von Hamburg hochkommt. Dann kommt man aus dem flachen, sumpfigen Gebiet zum ersten Mal dort in die hügelige Landschaft und zum ersten Mal an einem Platz, an dem man gut und gesichert anlegen kann. Man könnte sich ganz gut hier
einen Flottenstützpunkt vorstellen. Wir werden diesen Punkt weiter untersuchen. Und was wir immer noch suchen und seit langem suchen, sind die Stützpunkte, die Doppellegionslager des Drusus, des Ahenobarbus. Denn die Römer hatten ja die Gewohnheit, an jedem Abend, nach jedem Marsch, sich mit einem Legionslager zu sichern. Die waren temporär aufgestellt, jeder musste solche Pfosten mitschleppen, jeder musste schachten, aber man verbrachte die Nacht eben nicht ungesichert. Das Ganze ist schwer zu finden, da die Bodeneingriffe überschaubar sind und vor allem die Funde wenig sind. Insofern zeigen uns nun diese unscheinbaren Münzen und auch die Warenplombe, aber auch die Fälschung einer solchen Münze den Weg, den die Truppen genommen haben. Das Wichtigste ist aber, die Römer konnten Germanien nie besiegen, sie konnten Germanien nie besetzen. Germanien blieb immer eine offene Flanke. Germanien war die größte Katastrophe unter Augustus.